Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstgemacht. Heute möchte ich euch ein Grundrezept für einen Rührkuchen zeigen. Der Rührkuchenteig ist eigentlich ein ganz einfacher Teig, den man super variieren kann. Wenn man einiges beachtet, gelingt es sicherlich. Ich zeige euch jetzt mal die Grundzutaten. Wir benötigen dafür zimmerwarme Eier. Nehmt die rechtzeitig aus dem Kühlschrank. Zimmerwarme Butter. Hier gilt das Gleiche, rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen. Meistens nimmt man Weizenmehl, Typ 405. Ihr könntet dieses aber auch zum Beispiel gegen Dinkelmehl ersetzen, mit Typ 630. Zucker, Milch, eine Prise Salz, Backpulver und Vanillezucker. Das waren jetzt die Grundzutaten für einen Rührteig in der Kastenform. Und jetzt zeige ich euch die Verarbeitung. 125 Gramm zimmerweiche Butter geben wir in die Schüssel. Dazu kommen 120 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. An dieser Stelle gebe ich jetzt noch einen Geschmack dazu. Ich habe jetzt hier einen selbstgemachten Orangenzucker. Wie man den macht, verlinke ich euch oben. Für den Geschmack gibt es da viele Varianten, zum Beispiel Orangenabrieb, Zitronenabrieb, einen Rum oder Amaretto oder vielleicht Bittermandelaroma. Da kommt es jetzt darauf an, welchen Kuchen ihr gerne zubereiten möchtet. Aber die Geschmackszutaten sind ganz vielfältig. Die Butter wird jetzt mit dem Zucker schaumig gerührt. Anschließend kommen jetzt die Eier dazu. Die Eier sollten nach und nach einzeln eingerührt werden, in einem Abstand von 30 Sekunden. Das wiederholen wir so lange, bis alle Eier aufgebraucht sind, die in unser Rezept kommen. Übrigens in diesem Kuchen waren 4 Eier. Wenn alle Eier eingerührt sind, dann stellen wir die Küchenmaschine auf höhere Stufe und lassen das Ganze richtig schön durchrühren. Schließlich heißt es ja Rührteig. Das abgewogene Mehl, in meinem Fall 250 Gramm, solltet ihr sieben. Dazu geben wir jetzt ein Päckchen Backpulver und eine Prise Salz. Die 3 Zutaten vermengen wir dann. Die trockenen Zutaten und die Milch, ich habe jetzt hier 2 Esslöffel, geben wir abwechselnd jetzt in den Teig hinein. Das Mehl sollte jetzt schnell verarbeitet werden und wenn ihr merkt, es wird zu trocken, gebt ihr einen Schluck Milch dazu. Und das mache ich jetzt so lange, bis das Mehl aufgebraucht ist und eventuell auch die Milch. In meinem Fall habe ich die komplette Milch hineingegeben. Den Teig jetzt nur noch so lange verrühren, bis er schön homogen ist. Rührt an dieser Stelle nicht mit zu lange, sonst wird der Kuchen später hart oder auch speckig. Und fertig ist der Rührteig. Einen Rührteig könnte man jetzt noch so vielfältig variieren, zum Beispiel mit Nüssen oder mit Schokolade oder Eierlikör, aber das steht auf einem anderen Rezept. Der Teig kommt jetzt in die Kastenform. Unten habe ich die Maße eingeblendet. Ich habe sie eingefettet und wenn ihr mögt, könnt ihr sie auch noch mit Mehl bestäuben. Den Teig füllen wir dann in die Form. Den Teig dann verteilen, glatt streichen und dann schiebe ich die Form noch etwas hin und her, dass keine Lufteinschlüsse sind.
Der Kuchen kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze auf die mittlere Schiene. Da backen wir ihn jetzt für ca. 45 Minuten. Nach der Backzeit mach bitte eine Stäbchenprobe. Klebt kein Teig mehr am Stäbchen, ist der Kuchen fertig. Den Kuchen in der Kastenform für 10 Minuten noch auskühlen lassen und dann stürzen wir ihn auf ein Kuchengitter und da lassen wir ihn einmal komplett auskühlen. Den ausgekühlten Kuchen könnt ihr jetzt noch nach Herzenslust dekorieren, zum Beispiel einfach mit Puderzucker bestreuen oder einen Zuckerguss darüber geben. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken dieses einfachen Rührkuchenrezepts. Wenn ihr einiges befolgt, gelingt es sicherlich. In der Videobeschreibung findet ihr auch nochmal die Zutaten für den kleinen Kastenkuchen. Mit diesen letzten Bildern verabschiede ich mich bei euch und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal hier bei Erikas Selbstgemacht. Servus!